Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer wunderbaren, improvisierten Sendung, denn wir müssen heute hier auf unsere eigenen Studios zurückgreifen. Bei Rocket Beans steht der Gamathlon vor der Tür, der ist morgen und dementsprechend sind wir heute technisch gesehen so ein bisschen ausgepowert, aber die 4 Leute, die ihr seht, die haben volle Power mitgebracht und auch der Chat, wie ihr seht, da kommen die Herzen raus. Und heute schauen sich an das Summer Games Fest für euch. Zum einen Densen86. Hello. Hello, Janina. Hi. PixelViet. Hi. In einem neuen Raum, hallo? Und Krogmann und der Chat, das bin ich. So, Viet, 3 Sätze, was ist das Summer Games Fest? Summer Games Fest, Ersatzprogramm für die E3. Janina, was erwartest du dir davon? Geile Spiele! Und Densen, jetzt sag uns was wir noch nicht über Summer Games Fest wissen. Das wird auf jeden Fall mega geil. Ihr merkt schon, eure... Alle reingeschissen, alle. Volle Kanne. Wunschtitel, Wunschgames, welche Spiele wünscht ihr euch, die heute angekündigt werden? Ja. Wo fangen wir an? Also von dem, was man weiß, ich würde gerne, also es gibt Titel, wo ich sage, ich will gerne mehr sehen. Ich wünsche mir aber auch Titel. Ich wünsche mir immer noch, aber ich bin da nicht mehr optimistisch, ein neues Mega Man. Ich hätte gerne Mega Man 12. Mega Man 12, okay, krass. Ja. Okay, wow. Crazy. Du bist optimistisch, ey. Geil. Ja gut, vor 4 Jahren kam ja schon eins raus. 5. Ja, ist schon eine Weile her. Schon eine Weile her, ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was Viet dazu sagt. Gehst du auch so auf Mega Man ab? Mega Man, ja, ich habe damals, das war mein allererstes komplettes Let's Play auf Rocket Beans TV. Ich habe Mega Man 11 auf dem Sender komplett durchgespielt in weniger Zeit. Und Mega Man-Titel finde ich halt immer super toll. Ich habe Mega Man X1 damals gern gefeiert. Maverick Hunter X ist, glaube ich, einer meiner Lieblingstitel für die PSP. Ja. Mega Man super gern, aber ich kann keine Speedruns. Also, Denzel, wenn du jetzt denkst, Ja, ha, ist ja das auch, ist perfekt für Speedruns. Nee, aber eines meiner Lieblings-Mega Man-Spiele, die dann von Fans entwickelt wurden, Mega Man Cross Street Fighter. Das ist ein super Spiel. Das habe ich immer noch nicht gespielt. Immer noch nicht. Wurde ich schon vom Chat sehr für, ja. Naja, gut. Okay, Janina, hast du einen Wunsch, auf das du dich, wo du sagst, Mensch, das wäre geil? Also generell, was Videospiele angeht, möchte ich natürlich endlich Fable 4 sehen und Skyrim, neuen Teil. Ja, Elder Scrolls, neuer Teil. Aber ich weiß Skyrim auf einer anderen Plattform noch. Skyrim auf noch einer anderen Plattform, auf dem Handy am besten. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ich irgendwas davon heute sehen werde. Deswegen gehe ich relativ locker und entspannt da rein. Ja, finde ich gut. Also bei mir ist auch so, Elder Scrolls wär für mich ein absolut geiles Ding. Da hätte ich ganz viel Bock drauf. Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass wir da nichts zu sehen werden. Wenn vielleicht... Nicht heute. Nicht das ist ja Skyrim Microsoft. auf Apple Watch. Ja, genau. Jedenfalls nicht heute. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Aber gibt es grundsätzlich Titel, auf die ihr euch jetzt in nächster Zeit freut, die schon irgendwie, also die jetzt kurz vor Release stehen? Vielleicht kann man auch so nochmal ein bisschen was fragen. Ja, also für mich auf jeden Fall Ultra-Highlight Final Fantasy 16. Also da muss ich jetzt gar nicht mehr nochmal groß was sehen. Das steht ja wirklich kurz in den Startlöchern, kurz vor den Startlöchern. Ich freue mich sehr auf das Gameplay von Mortal Kombat 1. Also der Trailer war ja schon, der macht Bock auf mehr. Da bin ich gespannt und es ist ja auch schon angekündigt, dass man da wohl heute Gameplay sieht. Von daher bin ich da ein bisschen hyped drauf. Ja, und vielleicht Silksong oder so. Ich meine, das wurde ja schon immer mal angekündigt, aber wo ist es, ist die Frage. Und wenn ich da was von sehen würde, wäre auch geil. Oder ein Shadow Drop. Aber jetzt wollen wir mal nicht weit. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel geträumt. Ja. Shadow Aber Hollow Knight 1 haben sie auch damals geshadowdropped. Ja, eben. Ich kann mich noch erinnern, das war auf der E3. Mhm. Und dann hieß es, Viet, du spielst es jetzt. Ich dachte so, was ist Hollow Knight? Und alle haben mich schief angeschaut. Ja, also ich bin einfach nur, ich bin jetzt Fan, ich muss es sagen, ich bin mittlerweile Fanboy und ich freue mich einfach nur, ich freue mich auf den DLC von hier, also ich freue mich auf Phantom Liberty, ne, also Cyberpunk. Freue ich mich drauf, ich hab's durchgezockt, ich finde die Main Story, ich fand's obergeil und am Anfang war ich auch Hater, muss ich auch sagen, ich wurde bekehrt, ich war am Anfang einfach enttäuscht, aber mittlerweile habe ich Bock, dass es da weitergeht und freue mich drauf. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht ein Datum bekommen für den Elden Ring DLC. Vielleicht wäre das auch drin, aber schauen wir mal. Ja. Krass. Ich freue mich auf ganz viele geile neue Horror-Games auch. Alan Wake 2, Alone in the Dark. Es gibt eigentlich ganz... Amnesia the Bunker, Silent Hill. Also ich bin ein großer Horror-Fan und ich werde dieses Jahr ganz gut bedient, muss ich sagen. Ja, das ist gut, auf jeden Fall. Also im Chat schreiben sie übrigens gerade auch noch relativ viel zu GTA 6. Da sind ja zumindest Bilder aufgetaucht oder irgendwas ist da ja passiert. Aber was meint ihr? Werden wir was zu GTA 6 mitbekommen?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die machen ihr eigenes Ding damit. Ja. Die machen dann ihre das kann ich mir auch Rockstar-Con vorstellen. oder so. Wäre aber auch, ist auch logisch eigentlich, oder? Also wenn du schon so einen Titel hast, dann machst du doch den großen Aufriss, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Aber außerdem wird es erst in ein paar Jahren kommen. Ja, bitte. Was erwartest du? Was willst du sehen heute Summer Games Fest? Na, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der jetzigen Game-Ausbeute, weil ich habe jetzt endlich Zeit, Diablo 4 zu zocken und dementsprechend, das nimmt mich halt geil mit. Also ich finde das einfach stark und dementsprechend bin ich gar nicht so dürstend, was neue Titel anbelangt. Aber selbstverständlich würde ich mich tierisch freuen, wenn was zu einem Elder Scrolls passieren würde, weil das einfach genau mein Ding ist. Ich liebe halt Rollenspiele und ich liebe da rumzulaufen und einfach solche Spiele so zu spielen, wie sie eigentlich nicht zu spielen sind. Deswegen freue ich mich auch auf den DLC zu Cyberpunk, weil es mir einfach Bock macht, da Quatsch zu machen. Ich finde es einfach Hammer. Ja. Und bin ich bei dir. Ja, aber ich freue mich auf Überraschungen. Wenn jetzt Überraschungen kommen, wo ich sagen würde, okay, cool, frisches Ding, so noch nicht gesehen, dann bin ich gehypt und ansonsten, ja, erstmal abwarten. Also ich bin relativ entspannt. Es gab ja wirklich viele gute Titel in letzter Zeit und mir fehlt auch meistens die Zeit, alles gebührend zu spielen, muss ich auch sagen. Ja. Aber da ist Diablo ein guter Titel, muss ich sagen. Wenn man so nebenbei, wenn man sag ich mal, ein Meeting hat. Und das hat man nicht in Persona, sondern Teams. Und man hat mehr als einen Bildschirm. Sag ich dir, ist ein Diablo ein guter Titel, um da so ein bisschen nebenbei voranzukommen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich finde gut, wie du denkst. Ich habe eine Frage an den Chat. Chat, ich habe gerade mal die Musik von dem Stream ein bisschen angemacht. Könnt ihr das hören? Das würde ich einmal kurz rein technisch wissen wollen, damit wir gleich auch keine Probleme haben. Ja, weil in 36 Sekunden soll es losgehen. Und da müssen wir gespannt sein. Boah, ich bin richtig gespannt. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Kein Sound? Really? Nein? Es gibt, glaube ich, noch keinen Sound. Doch. Doch. Der Stream hat noch keinen Sound, oder? Doch, Musik. Ja? Ja. Okay, warte, Achtung. Jetzt aber. Jetzt habt ihr Sound, oder? Aber gut, dass ich gefragt habe. Es tut mir leid, dass ich euch gerade so ein bisschen in den Dialog reingesprochen habe, Leute. Aber ich wollte zumindest, dass der Stream hier läuft. Ah, ich habe vergessen, noch einzustellen bei mir. Die Antwort ist nee zum Sound. Doch, jetzt ist da. Okay, es geht los. Okay. Enjoy. So. Okay. So, Tekken 8 sage ich noch. Dragon Ball Budokai wird noch kommen. Ich mach mal den Stream ein bisschen lauter und Chat, ihr müsst mich dann korrigieren, ne? Kann ich den Untertitel ausstellen? Ja. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Geoff Keighley kommt wieder mal her, der geile Superstar. Da ist er. Guck mal, wie er sich feiern lässt. Geiler Typ. Das ist so wild. Komm, Denson, der hat doch ein geiles Jackett an. Locker, ja, stimmt. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. Yes. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Nice. It delivers, Wir dürfen don't einen worry. Omni-Man sehen. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, Fortnite! we do have Hideo Kojima. a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. Noch ein Podcast mit Kojima. But Also Leute, let's get das right Bild to the passt so. games and Jeff ist einfach ein bisschen gameplay. abgeschnitten. The first Ich kann es nicht reveal is ändern. Das ist bei ihm so. something you're not expecting, which makes it hält that aus. much more Ah exciting. nee, so ist richtig. Here we go. Sorry. Technik, Michi. Prince of Persia. Tatsächlich, oder? Ja. Ja. Alter, in 2D Dreadlocks oder jetzt. was? Ja, ich glaub, Mega geil. Tick lauter mal jauch. klassisch halt.
So. Alter, das holt mich schon voll ab, optisch. Ja, jetzt schon direkt das erste. Finde ich geil. To rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Okay. Then again, they weren't prepared for me. Okay, geile Rap-Mucke. Bitte kein Copyright-Mucke, danke. Bestimmt ein Metroidvania. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, es hat sowieso schon Metroid-Vibes, finde ich. Das sieht cool aus. Voll. Ich meins ist es nicht. Ey, damit kannst du mich, glaube ich, auch jagen. Ja, thank Aber ich guck gerne nochmal zu und vielleicht ist es doch ganz geil. Also ich muss noch mal ein bisschen abwarten. Wobei, das mag ich tatsächlich. Ja, ist doch eine geile Anime-Ästhetik auch noch. Speedlines und so. Hier ist geil, ja, aber... Times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Lost Crown. Geil. Schön rausschneiden als VOD. Ich schneide gar nichts mehr. Kommt alles so There's a hoch. little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat. Bin so gespannt. Ey, bitte das Film. machen Sie aber Bitte schnell. Mortal Kombat Film. Mortal Gib mir das Mortal Kombat, Kombat Film. Couldn't keep Tu you es. waiting on this one. Ed Boon kommt jetzt. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK Most yet. ambitious. Coming It to reboots mobile. the series Tu es. into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this Ich will video Fatality, is Minimum literally 1. insane. Ja, Mann. Here is an extended first look Extended, at okay. the story, gameplay, and yes, of course, Hey, du bist the so viel schneller, Ja, Mann. egal wie oft ich reloade. Mortal Kombat 1. Let's do it! Gib mir Homelander. I have had enough of you. Then go before I put you down. Oh. Oh, Kung Lao mit dem Hoodie gefällt mir. Ja, gut, ne? Es ist Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without Kenji? a fight. Oh, Kenji, bevor er blind wurde. Ja, das ist Kenji. Kenji ist in den späteren Teilen blind. Oh, wow, Tag Team. What? Tag Team X-Ray. Brutal. Der Boden. Yeah. Blut vor allem einfach 3 cm dick. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Es ist so cool. Es ist ein Tag, Das ist halt, ja. es ist Tag Team. Es ist Geil. Ich liebe es. Ja. Mag es. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Oh, ich dachte, der kommt gar nicht dran. Sehr geil. Raiden auch noch. Sonya. Kann ja auch am Start sein.
Baraka. Okay. Ja, Krogi, wie ist bei dir? Fighting Game? Love it. Oh, das Classic Kano. Ja, Kano, sag ich. Ich glaube, das war nicht Baraka. Das war gerade auch schon. Das sieht wirklich spaßig aus. Ja, töten. Alter. Oh, ich hab Bock da drauf. Or do you secretly covet my throne? Oh, Goro. Nice. Striker. Ja, aber Classic Striker, ne? Mega geil. Auch cool. Ey, ist doch Hammer. Ist doch hammergeil. Yes. Get over here. Das ist doch Hammer. Das macht ja auch einfach schon Bock wegen der ganzen Fatality-Geschichte. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Klassische. Ja, Classic. Was zur Hölle? Okay, mega geil. So übertrieben, deswegen ist es kein Problem, finde ich. Auf Ja, Realismus bin ich angelehnt. bei dir, bin ich bei dir. Oh, der Classic, der Classic! Top ab. Ja. Alter. Was so, Alter, mit der Wirbelsäule noch dran. Shang Tsung, natürlich. Es ist doch herrlich. I mean, that was pretty good, right, guys? Ja, schon stark. Yes, Jeff! That was great! I have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Toll. Der muss einen kranken Kopf haben. Ja. Ja. Dabei sieht er so nett aus. Ja, sieht voll nice aus, finde ich auch. Aber so sehen doch alle, wie soll ich sagen. They love you, Ja, du hast recht. First of all, thank you for that incredible world premiere. Ed Sonic we got Boom, to see ey. all the gameplay of MK1, and Boom everyone just wants to know more about this. Because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see Tekken tournament. A roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have die Transition ist richtig gut. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. Boah, finde ich auch hammergeil. There's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them
indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play. Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Viet hat ihn gesehen. So there's a lot of like kind of really Du hast Goro gesehen, old ja. Mortal Kombat games as far as getting, you know, vierarmiger Mann. we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Oh, yeah. JCVD. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat. So he finally is now. Let's get full circle. It's a huge first full circle moment. You know, the first Viet, Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So full circle moment. I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices. Ist aber nur ganz leicht. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Ja, Jason Schreier weiß alles. Thank you so much for giving us the first look. Dann wird da jetzt aber auch kurzfristig richtig immer wieder was gezeigt von. Press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Finde nicht geil. Ich finde das gut. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Yes. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Path of Exile ist geil. Ich bin gespannt. Habe ich mich nie so richtig rangetraut. Da denke ich mir, das ist so ein Mammutding. Boah, ich habe auch noch mal ganz kurz, glaube ich. Muss einfach machen. Hey you, what's going on? Sieht exakt aus wie Diablo gerade. Und wie mein Diablo-Charakter. Kettenblitz, let's go. Das hat einfach eine gigantische Fanbase, ne? Das Spiel ist irre. Ja, jahrelang halt, ne? Ja, die Leute waren, glaube ich, zu Anfang enttäuscht von Diablo 3 und dann haben sie nach einer Alternative gesucht und gefunden. Ja, total. Aber Diablo 3 hat sich ja über die Jahre dann recht gut erholt. Und dann noch die Konsolenversion, die ja auch sehr gut und erfolgreich sind. Aber nicht so mein Bier. Auch Diablo 4 nicht wird? Nö. Ich werde doch mal reinschauen, aber ich weiß nicht. Ich habe mein letztes Spiel, was ich in dieser Art gespielt habe, war Titan Quest. Das war geil. War schon ein Weilchen her, oder? Das sind 15 Jahre her. Das hat mir fast mein Abitur gekostet, Viet. Das hat mir richtig gesuchtet. Ich glaube, wir haben zu der gleichen Zeit Titan Quest gespielt. Ja, wirklich. Und neuer Charakter? Oh ja, na klar. Metal Ryu. Was ist das denn? Oh nein, es ist ein Horde-Modus. Es ist ein Horde-Modus oder so. Lol. So ein Endless-Mode für Street Fighter. Geil. Hä? Oder sind Skins? Shooter? Nein, warte, es ist ein Shooter. Monster Hunter?
Wir chill! Was ist das jetzt? Nein! Exo Primal mit Ryu! Aber, oh nein! Ja, Mann! Oh nein! Das, das ist der Trash, den ich erwarte. Come on! Und geil ist auch dabei! Ja, da muss ich doch mal Exo Primal austesten, offensichtlich. Oh, scheiße, ey! Das ist auch geil. Exo from X Street Fighter. Das ist einfach richtig wack. I love it. Ich finde Monster Hunter wäre noch cool, weil er auch schon damals dabei war, aber Exo Primal? Ey, komm, Dino-Kämpfe, ist Hammer. I'm guessing Ryu from Street Fighter Cyborg facing Ryu, off ist against doch a geil. dinosaur probably wasn't on your mich bingo wirklich an card for Indie-Tonne. today's show. That Street Wird Fighter es zu leise? Ich mach Wirt mal lauter. Ich kann mich auch lauter machen. Ja, mach dich mal lauter. Und dann muss ich die runterpegeln. Warte, kann ich nicht. Mach mich mal lauter. Ja, ich mach Wirt lauter. Danke dir. There's nothing more Crossover, wonach niemand 34% lauter wird jetzt. Thank you. Director. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Nicolas Cage! Oh, ja. Jetzt muss ich an Nasty denken. Ja. Shoutout an Nasty. Nicolas Cage. Respektiert den Mann! That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Jo, er ist da wahrscheinlich. Nick Cage ist da. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Ja, Mann! Der Typ braucht das Geld. Cyrus the Virus! Mann. Okay. Leute, The Rock ist da. Happy to meet you. Das ist random. Nick, I gotta say, welcome to the video game Weirder world. Moment. Oh, wow, yeah. Aber ich nehme den. I'm so happy to be invited to your rufe Nasty jetzt very an. cool club, everybody. Eieiei. Finally, I mean, I gotta say, this is such Warum a Nasty Krogi? Erklär mal. unexpected Die größte collaboration. Nicolas I Cage gotta Fan. understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Stranding mit Well, it's Cage. a Nasty, Nicolas museum Cage of ist beim horror, Summer Game Fest. Du musst right? einschalten. When I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good. Spricht er wirklich so? Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun. Ich You're auch grad playing gefragt. with Ich bin auch grad survivors komplett in verwirrt. this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, ist you eine said Rolle, all die er these grad different spielt. characters all coming together. Ich wünschte, er hätte den And Sakko angehabt wie you da play im Hintergrund. yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Was kann der? Ich will gerne seine Skills He's wissen. going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial Hallo an die killers, and ARD, it's die ratet rather uns gerade. amusing. And there's Hallo, something vielen Dank für den about it that Raid. I Du bist think gut zu as a hören. survivor Von ARD. is like a bonding experience. It's a War bit gestern like bei mir, die hide and go ARD. seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Okay. Fully method. Ist so cool. I love it. Ja. Aber I auch mean, hart random this is irgendwie. so fun. This game, as total. you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the Einfach hook Oma. in. Ha, pun intended. Oh.
See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split $1 million. Excuse me. What allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sign you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Das ist schon wirklich abgefahren. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Das ist so geil, ey. Komm mal. Das ist so Alter. Boah, okay, was? Das sieht schon weird aus. Super creepy. Ich finde seine Jacke schon ziemlich porno. Ja, die Jacke ist Hammer. Das Gesicht ist super komisch, oder? Ja, so Duckface, ne? Achso, natürlich, er ist ein Survivor. Ja, logisch. Jetzt schnell ich's erst. Achso, dachtest du nicht, dachtest du, er wäre Jäger? Ja, hätte ja sein können. Ich auch. Ey, hoffentlich sagt doch, not for bees, not for bees. Ey, ich find's ultra random und ich find's irgendwie auch ultra geil. Es ist einfach irgendwie crazy. Anything goes here at Summer Game Fest. Ja, ich finde cool, dass die beiden Welten sich schneiden, so Filmstars und Videospiele. Also immer mehr. Back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Witcher. Hello, Witcher fans. We are all gathered. Ich möchte ein Spiel mit Henry Cavill. To share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening, it's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Ey, Henry fehlt halt. Kellerassel. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so?
I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs, just like a boatload of fangs, all up in your business. Habt ihr Bock? Ey, keine Ahnung. Es sieht so ich mochte die ersten beiden Staffeln. Also, die Bilder waren das ist die letzte Staffel mit Henry Cavill. Ja, genau. Gute Bilder. Aber ich habe nur die erste gesehen. Fand ich eigentlich auch geil. Und dann habe ich aber aus irgendeinem Grund die zweite gar nicht mehr geguckt. Leute, ich weiß gar nicht mehr, was in der zweiten stattfand. Von den Machern von Painkiller und Bulletstorm. Das kann ja nur geil werden. Ja, stimmt. Upsi schon, ne? Look and Fly, die hatten das an die noch gemacht. Die Gears of War Judgment gemacht. Oh, sowas liebe ich. Wildes Fischei irgendwie. Ja. Das von Van Helsing. Witchfire. Witchfire. Ach, das war's. Ja. Aber holt mich ab. Ich weiß nicht wieso, holt mich ab. Oh, bin ich raus. Operation Control clears you for engagement. Bravo-Team wieder? Ja. Ah, das wird bestimmt nicht so geil. Nee. Erinnert sich noch am Bravo-Team damals? Ja. Gespielt haben. Das ist nicht das, was wir gerade sehen. So wird's nicht sein. Beziehungsweise es wird schon so sein, aber das ist ja... Ich wünschte, das ist geil. Ja, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich weiß, dass es wieder schwierig wird. Ja, das wird sehr monoton sein, glaube ich. Ja, holt mich auch 0 ab. Das war ja... Das war der Moment für eine Pinkelpause gewesen. Jetzt muss ich warten, bis der nächste Trailer kommt. Ja, ich feiere ja VR, aber ich weiß, es wird einfach wieder anstrengend und komisch. Aber ich warte ab. Ja, jetzt kann's pinkeln gehen. Ich glaube auch. Achso, der ist schon. Der wird schon längst weg, schon längst. Und wir so also los. No choice. Oh, einfach passt was. The root will destroy everything. For all time. Remnant? Nee. Ja. Vom Look so, ne? Ja. Remnant 2? Kein Plan. Wirklich ist es. Könnte auch PS3 sein, finde ich. Ja, der Look ist irgendwie ein bisschen nicht so geil. Nee, das ist auch gar nicht meine Welt. Nee, das feiere ich auf 0. Was haben wir denn hier? Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Könnte Remnant 2 sein? Es ist Remnant 2. Es ist Remnant 2, okay. Ich finde es sehr stark mit Remnant 2 aus, ja. Ich glaube, es hat schon Fans. Für mich persönlich ist es nix. Für mich auch gar nicht. Und den ersten leider nicht so. Aber der kann mir vorstellen, der zweite würde mich schon eher beruhigen. Okay. Ist ja also eine Mischung aus Souls und Shooter. Ja, stimmt. Weiß ich auch nicht, ey. Ich würde es mir anschauen, glaube ich. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, ja, Mann. the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag #GamingOnTikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises,
Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. Hey, new thrills with a classic Neu feel. interpretiert? Sonic! Der blaue Mario. Ui. Oh, Sonic Origins. Ach, guck mal, aber es wird ja. Okay, erst Sonic Origins? Ich glaube. Sonic Origins 2, ne? Ja. Das ist ein bisschen cool. Ja, ist schon cool. Ja, finde ich auch. Ja, das ist natürlich auch genau richtig. Jeder Sonic-Fan wird sagen, geil. Ich würde niemandem sagen, wenn der sagt, das ist. Guck mal, das sieht schon geil aus. Bei D-Sonics ist für mich immer so schwierig. Ja, finde ich auch. Aber 2D-Sonics schaut mir hin. Wow. Das hat einen Koop? Alter, was? Also es ist wie Mario. Aber ist das nicht zu schnell für einen Koop irgendwie? Schnell. Oh, guck mal, Pixel, oh Gott! Oder Voxel. Ja. Das ist cool. Das ist eine coole Idee, aber es ist viel zu schnell. Da hast du vollkommen recht. Ja, mal probieren halt, ne? Das ist ja geil. Aber das ist geil, darauf freue ich mich. Das ist sehr cool. Passt auch zu dir, ne? Ja, mega cool. Oh Gott, diese schlimmen Stages, immer die Bonus-Stages. Ja, ich hab die auch gehört, die Bonus-Stages. Das Kugeln sammeln so aus der Third Person von hinten fand ich immer sehr schlimm. Ja. Nee, ist nix für mich. Nee. Schade. Für euch ist geil, freue ich mich, aber nee. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Zeig her jetzt. Chat, passt mit der I wish Lautstärke? this universe had a Schreibt mal few rein, more bitte. things to do. Don't you get bored running across the map every day? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist eigentlich ein Genre, das ich mag. Aber JRPG. Ja, aber eben doch nicht Strategie. Ja, es ist Strategie. Ja, das weiß ich. Das mag ich auch. Ja, also das müsstest du mal spielen. Also ich fand's nicht schlecht. Das Problem ist halt, es ist wieder so ein Zeitfresser. Ja, du bist ja nicht einfach durch und dann ist Ende, oder? Oder ist es so? Es kommt ja immer wieder mehr. Es kommen ja immer neue Sachen. Das ist halt wie mit Genshin, da kommen immer wieder neue Charaktere. Und jetzt sagen einige, ja, das ist männliche Wie oder Bi. Das ist Bi als Mann. Was? Es gibt Weihe als Mann? Nee, das ist Genshin. Also. Regel 34. Nein, warte, Regel 34? Was ist denn der Band? Ich weiß es gerade nicht. Aber, bei diesen Spielen ist es halt so, die meisten Leute sagen, ja, ist ja so ein Lootboxen-Ding, ist ja so Pay-to-Win. Ja, die Leute spielen das, man kann es einfach so durchspielen. Die Leute geben Geld aus, nur um die Charaktere zu bekommen letztendlich. Du brauchst sie gar nicht, um das Spiel durchzuspielen. Aber die macht's trotzdem. Ey, das ist ein richtiges Viet-Spiel. Ja, Mann. Ja, ich auch. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das spielen, aber ey, du hast so viel. Ja, ich würde es definitiv privat spielen, aber ich habe nicht die Zeit. Ich komme gerade mit Zelda-Com voran. Ja, ich spiele gerade Street Fighter. Lies of P is a Soulsborne-like Das ist game ein Zeitfresser. from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its Hier auf release. seinen Stern with this steht, man brand weiß new genau, dass trailer. er seine Punkte hat, wo er stehen soll. Da bin ich auch gespannt drauf. Lies of P sieht nett aus. Geppetto's puppet. We need your help. Lol, was? Fällt mir jetzt schon. Alter, das sieht ja super geil aus. Oh, der Style, Hammer. Tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant. Ton amour ardent.
Aber es gibt da schon eine Demo zu, oder? Weiß es nicht. Ich weiß, letztes Jahr auf der Gamescom konnte man es schon anspielen. Ja, irgendwas gab's da, meine ich. Das hat sich verzögert irgendwie auch, oder? Ich mag's. Erinnert mich an Bioshock Infinite. Vom Charakterdesign her. Stimmt. Ich finde die Welt geil. Die Atmosphäre. Listen, pal. Nice Schön. landing, but let's not make it a habit. 19. September. Wann kommt Mortal Kombat nochmal? Oktober. Genau. Was für ein Spielejahr. Man weiß nicht, was man zuerst spielt. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal 5! Unreal 5! Auch im Publikum. Oder ist es Sandland? Das ist Sandland. Das sieht nicht nach Dragon Ball. Das ist Sandland. Das ist Sandland. Ich glaub, Dragon Ball wird's nicht mehr. Jetzt ist mega enttäuscht. Jeff, entschuldige dich. Es ist von Akira Toriyama, aber es ist Sandland. Davon kommt dieses Jahr noch ein Film. Handland. Sagt mir gar nichts. Ja, auch nicht. Nee, Sandland, nicht Handland. Sandland. Es war damals eine der ersten Manga in der Banzai. Borderlands, ey. Okay. Ja, bin gespannt, was für eine Art Spiel das sein wird. Auch ein Viet Game wahrscheinlich. Ja, war damals als Manga ein One-Shot, deswegen weiß ich, wie viel Story wird es sein. Open World? Ey, der Look ist eigentlich ganz geil. Der Look ist doch geil. Schon Borderlands-Look, die Charaktere, Ich raff null, was man da macht, aber es sieht irgendwie funny aus. Man steuert Belzebub. Und ich bin richtig froh, dass die Unreal Engine 5 nutzen, muss ich sagen. Ja, zum Glück, ey. Ja, wirklich. Sieht man auch direkt, finde ich. Ja. Aber ist doch geil. Fick mich nicht. Okay. Ja, gut. Ja, wo ist mein Budokai Takeshi? Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja, was? Die Fortsetzung von Stray? Wie geil! So die ganzen Indie-Games. Ja, ich glaube, das ist ein Supercut von allen Spielen. Ja. Ja. Aber das war ein gutes Spiel. Neon White. Oh, Stray war geil. Ich habe ein bisschen kurz die Hoffnung, dass die irgendwie Stray 2 oder so
29. Juni. Aber Annapurna, die haben sich echt richtig gemausert, ne? Also die haben echt geilen Scheiß what gemacht. that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across Amazon land, MMO, gibt's sea, das and überhaupt air. noch? Wie hieß denn Here's das? a look gehört. at Throne and Liberty. Ja. Gibt's das noch? Ich habe sogar gelesen, die haben irgendwie ein neues Update rausgebracht und soll ganz okay sein mittlerweile. Aber ich glaube, das spielt halt keiner mehr. Nee. Ja, haben die groß gemacht am Anfang, ne? Müssen die Paid Corporation raushauen. So nämlich. Und Drops. Mein Portemonnaie ist ready. Ja. Paid Corporation und Drops. Und dann spielen es wieder Leute. Hallo Raiders. Find them. Harness their power. Hirsch aus Mononoke. And put down this threat once and for all. Ey, ich sag mal eins. What the fuck? Jetzt mal ehrlich. Irgendwie, weiß nicht, Trash. Fühl ich nicht. Irgendwie, fühlt ihr? Ein MMO passe ich nicht an, das ist mir zu gruselig. Also ich frage mich, wie man das fühlen soll. Also es ist unmöglich, das zu fühlen. Das ist, generic No Feelings ist das. Ja. Ich mag die Kategorie Generic No Feelings. Ja, wirklich. Auch schon so irgendwie alles gesehen. In besser. Ja gut, der Steingolem, den gebe ich mir. Das ist... Cool, Krogi. Ja, aber der Titel ist auch sowas von... Ja, auch generic. Ja, absolut. Hat sich jemand so richtig Mühe gegeben. Ja. Tut mir leid. Ja, klar, Paid Campaign, nächste Woche, geilstes Spiel ever. Das ist klar. Mega, ey, bockt richtig. Zelda-Modus Engage does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Sieht genauso aus. Nee. Hammer Time! Danke für den Raid, super. Hallo ihr Lieben. Ehre. Ich finde ja Videospielmusik mit Lyrics immer geil, ne? Ey, ich muss sagen, das ist das Geilste bis jetzt an dem Trailer. Ey, das aus. So For Honor mäßig. Ja, genau, so ein Waffending einfach. Also, was ja nicht schlecht sein muss. Nee, genau, das finde ich eigentlich auch ganz ansprechend, muss ich sagen. Das finde ich ansprechend. Dass die ganzen scheiß Mages kommen. Nee, ich glaube, das ist Crap pur, ehrlich gesagt. Aber ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Boah, nee, finde ich genauso schlimm wie das vorher. I'm sorry. Vortau-Flashbacks kriege ich da, ja. Ja, es ist, ja. So Battlefield-mäßig. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das sieht unspielbar aus, ehrlich gesagt. So schlimm finde ich es dann doch irgendwie gar nicht. Warhaven. Warhaven auch. Also, Man muss mal gucken, wie übersichtlich es sein wird. Immer die gleichen Dullis halt. Ich finde das spannender als das vorherige. Ja, das stimmt. Oh ja, das ist doch geil. Das ist geil. Guck's dir an, das ist doch Killer. Ja, das sieht halt gut aus direkt, ne? Ja, Mann, das feiern wir. Mann, das ist halt nur funny. Kleine Dinos, kleine Tierchen, alles Hammer. Ja, das lieben wir. So einfach ist das. Vorher viel zu kompliziert, das wollen wir. Ja, Mann, das ist der Übergang, ne? Ja. Das ist ein Spiel, Leute. Mit der Mucke vorher auch noch. 11 von 10. 9.20. Dauert. 9.20. geil. Negan? Walking Dead?
Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and rolling volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to Wirklich? Die haben immer so geile Videos gemacht. Geil, Alter. Für Updates gemacht. Ja, das war richtig gut. Bei mir ist drin. Oh, Stream? Ach, bei euch auch? Ja, überall. Ja, oh, Crash hat den Stream gecrashed. Crash Bandicoot. MOBA, wer braucht das? Das ist das Battle Royale-Ding, oder? Oder ist das Battle Royale oder MOBA? Ich meine... Ich glaube, das ist ein MOBA. Das sieht nach einem MOBA aus. Ja, aus Battle Royale. Crash Team Rumble ist für mich eher ein MOBA-Titel. Ja, geil. Battle Royale? Destiny 2, Mann. Geil. Was sehen wir da? Samsung Games. Werbung für einen Streaming-Service, glaube ich. Für einen Game Pass? Ne, Game Pass. Ah ja. Samsung Game Pass, okay. Stadia. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine. Ich meine, dass es so ein Prügelspiel wird. Ich habe da ein bisschen mehr schon mal zugelesen. Crash? Ja, tatsächlich. Okay. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Okay. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Ja, okay, dann kommt jetzt Alan Wake. Yeah. Das ist doch Max Payne. Max Payne. See you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. and this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive.
and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped. Nicht verkacken, They're ready Leute. for it. Nicht verkacken. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Boah. Wow. Schon gut. Sounds like somebody's home. Der Wind sieht schon stark aus, ne? Also das ist schön. Ja, insane. Also was man bis jetzt gesehen hat, ist insane gut. Ich finde es richtig schön. Wirklich, es freut mich hart. Geil. Oh! Geil. Panic-Mode einfach, ey. Gerade aus der Hüfte geschossen. Ey. Es wird Mut? Nein, wir hören Viet. Wir hören dich. Chat sagt, ob du gemutet bist, keine Ahnung. Viet hört zu. Ich höre zu. Ich mag den Hirschmann. Da ist eine Shotgun, nimm die Shotgun mit! Da hing eine Shotgun an der Wand! Ja, was da hing eine Shotgun an der Wand! Wer zockt das? Shotgun schon okay. The text on the heart is clearer now. Tätowiertes Herz. Okay. I knew it would be. Hey, normalerweise ist es doch andersrum. Like I saw it in a dream. Herz tätowiert. Und es schlägt. Komm, das könnte richtig geil Glad sein. you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, das wird natürlich auch sofort mit so einem Resident Evil verglichen, ne? Die haben es nicht leicht, du hast es vollkommen recht. Our story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Yo, Morty, come on. Hey.
Oh, war das schon klar, das Release-Datum? Glaubt, ich weiß es nicht. Aber wer soll die Zeit haben? Ich meine nicht, nein. Ungefähr das Quarter, glaube ich, aber nicht so genau, glaube ich. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Spacemarine II from Spacemarine. Ja, die haben auch noch Spaß gemacht. Ich fand's richtig stark. We're facing a Tyranid splinter fleet. Das war wie Gears of War, ne? Space Marines. Avarax and Kadaku. Mal reinzocken, aber so richtig Long-Term halt auch nicht. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Ist seit dem PlayStation Showcase bekannt. Okay, sieht schon geil aus. Ja. Ja, das macht einfach Spaß im Koop. Das ist einfach, das spielst du einmal mit einem Kumpel durch oder das war's. Aber das ist Spaß gehabt. Absolut. Xenos inbound! Oh, geil. Eviscerate this abomination! Guck mal, das spratzt schön, da ist was los, das ist toll. Ja, ja. Das haben ist wir so heute noch Game. kaum gesehen. Blut. Open the So dritt, geil. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! Eieiei. For Ultramar! For the Emperor! Space Marine. Winter. Ah, die Warhammer-Dinger sind immer geil. Ich feiere die einfach. Oh, ist das so eine Figur? Nee. Ja. Doch, die sah ja ultra geil aus. Ja, ist Collectible. Aber Winter kann auch Winter 2024 heißen, ne? Stimmt, stand da nur Winter? Stimmt. Bis Winter stand da. Ah, na gut. Aber dieser Winter geht doch bis zum nächsten Jahr, deswegen. Oh, warte, wie hieß der Titel nochmal? Ha. Ah. Das sieht ja geil aus. Was ist das, Viet? Sag's mir sofort, ich muss es wissen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sieht wirklich geil aus. Denk nach, Viet. Wir werden es gleich erfahren. Yes, Your Grace? Raven Knight. Oh, das sieht aus wie ein Spiel, das ich mag. Das ist, glaube ich, der zweite Teil, oder? Der erste Teil, den gab's ja schon. Yes, Snowfall. Your Grace. Okay. Your Grace. Hammer. Snowfall. Okay. Add to wishlist. 24 aber. Beautiful indie game. Yes, Your Grace. Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds Aber of gibt's da Saber schon ein Spiel, Interactive Viet? Focus Ich Entertainment. glaub schon. And yes, Horror Master John Das heißt einfach nur Carpenter. Yes, Your It's a Grace und das ist brand halt new world, Snowfall. A brand new Expansion? story, and looks like a heck of a lot of fun. Check Ich hatte this es ja schon mal gesehen. Fucky? Fucky? Was? Ist das Jamie Foxx? Kann sein, aber... We gotta be ready. Hat schon Ähnlichkeiten. Du meinst Django? Ja. Nobody half-asses it this time. Ruby. Mit dieser Autoszene mitspielen. Aber sie kriegen mich immer. Und da kommt Blut und es kriegt mich immer. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Minute ist, weil Bon Jovi ist, glaube ich, nicht so geil. Ja, ja. Carbon ist toxisch. Okay, das ist ein Michael Krogmann-Spiel. Es tut mir leid. Das wird einfach nur stumpf sein. Nein, das ist nicht stumpf. Nein. Das doch nicht. Das hat eine mega epische Geschichte. Große Lore. Vermute ich da auch. Bon Jovi ist dabei. Schlager in Amerika übrigens, darf man nicht vergessen. Nur die Deutschen finden es geil. In Amerika verpönter Schlager. Aber ich feier's. Was? Wirklich? Ja. Die mögen Bon Jovi nicht? Nee, der ist so ein bisschen raus. John Bowie. Okay. Le Schock. Also Tommy Schletzer mag ich ja, aber
hab ein bisschen Angst, dass es trotzdem kacke wird. Ey, mir gefällt das Toxic im Namen. Ich muss es zocken auf jeden Fall. I don't know. Ach komm, du hast auch Back 4 Blood gespielt. Ja, aber irgendwie fand ich es ansprechender bis John jetzt. Carpenter and Saver with Toxic Commando. That Bin ja looks eigentlich Zombie-Fan. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emperor Gortash, the Haben wir im Sender commander of a gespielt, mechanical army of Early Access. Steel Das war Watchers. richtig He's gut. a Also ein second richtig antagonist gutes Spiel who's schon. voiced by familiar Ja. Wirklich. Most Anticipated Games bei Rocket Beans TV, glaube ich. Das hat richtig Bock gemacht. Es war echt krass. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those. Grüße an Steffen übrigens, der ist gerade kranky, deswegen ist er nicht da. Oh ja, vielleicht schaut das ja gerade. Er schaut es auch gerade. Oh, Steffen. Er hat schon auf Slack Nicolas Cage gepostet. A brittle alliance can never be mended. Die BDSM-Tour muss weitergehen, ja. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. Das war ein gutes Tonstudio, die nutzen Pro Tools, gute Software. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Okay. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Kann man ja auch noch eben schnell durchspielen. Ja. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2. Das sah ja auch geil aus. Aber jetzt soll Wolverine jetzt zeigen. Darauf warten wir doch Ja, auch. das stimmt. Boah, da hätte ich auch Bock Is drauf. Brian Intihar, Game Director at Insomniac. Gib Brian, Wolvi. thanks for coming by. I know you guys Ja, das, was man da in dem First of all, Sony Showcase gesehen hat, war ja auch insane fancy von art behind Spider-Man. us. This Ich is fand's auch sehr geil, aber es war zu lang. Ja, das stimmt. Here it is. Das stimmt. Aber ich habe auch mega Bock Has drauf. two on the box for a reason because Erstes Spiel mit Platin-Trophäe. Ja, die Präsentation war zu lang. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the two villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I two promise. main ones, but we have some new art to show of Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock concept art, Venom? no? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics and movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. That's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of
Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story comes. Es hat so einen Spaß gemacht, die beiden Spider-Man-Spiele. Die hatten so ein geiles Kampfsystem. Ja, ne? And I know the journey is also more expansive. You've got Queens. Es ist halt so ein bisschen wie Arkham, nur noch schneller. Yeah, I mean, the city pretty much mehr Möglichkeiten halt, weil it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then Batman halt nur Mensch ist. Webwings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Nochmal 20 Minuten. Doch, komm, baller's raus. Nee, ich guck gern Trailer, ich guck gern Gameplay von SpiderMan 2, aber ich brauche jetzt nicht nochmal 20 Minuten. Boah, bitte nicht. Oh, Release-Datum! 20. Oktober. 20.10. Leute. Ist, glaube ich, jetzt der 4. Titel im Oktober oder so, ne? Ja, ist 3 Tage vor Alan Wake, glaube ich. Oh Gott, Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Mortal Kombat kommt auch noch. Mortal Kombat kommt im September schon. Mortal Kombat in 3 Monaten. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. Yeah, Pokeguns. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Das Bootleg Evoli. Lol. Ich freue mich so. Bootleg Garados. Lol. Was zur Hölle? Und Bootleg Reshiram. Das Palworld. Und Bootleg Totoro. Das ist ja geil. Was machen die da? Ballern die? Das ist Pokémon with Guns. Pokémon with Guns? Das ist ja fantastisch. Ja, Mann. Kann es sein, dass das beste Spiel ist heute Abend? Bis jetzt? Das ist ja fantastisch. Also so richtig geil, trashiger. Ja, Mann. Die auf einmal haben die echte Waffen oder was? Ja, Mann. Das ist ja perfekt. Geil. Diese ganzen PAL-Friends, die haben sogar eine Fabrik, wo sie die dann herstellen. Das ist ja geil. Das ist ja fast geiler als Exo Primal X Street Fighter. Exo Primal. Ey, das fucking Brutalanda. Das ist sowas von alles geklaut. Boah, aber ganz extrem, ne? Eieiei. Das ist so eiskalt geklaut alles. Aber nicht mal nur so ein bisschen, sondern... Nee, wirklich nicht. Toll! Koreanisches Spiel. Auch hübsch. Und Viet Game. Oder? Hä? Bisschen Ghost Rider Pokémon-Vibes. Sieht eher nach Korean Neo aus. Warte for Morning Night. Ah! Bitte, bitte. Oh, da bin ich raus. Bitte. Generic Game Nummer 16 ist okay. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Leute, das sind Zwerge, ich liebe Zwerge. Finde ich auch gut. Ist es ein Herr der Ringe-Franchise-Spiel? Yet the greatest treasure remains out nicht, of our oder? reach. Moria. Moria, doch. Doch, die Minen von Moria. Ach du Scheiße. Alter, das ist noch wie Dungeon Keeper. Hammer. Ja, Dungeon Keeper. Dungeon Keeper war insane, ja. Das war echt geil. Da haben die es verkackt mit der Mobile-Version. Oh mein Gott. Digi.
Das ist Deep Rock Galactic nur mit Herr der Ringe Franchise? It's time we took back our home. Alter. Return to Moria. Wo ist Gollum? Mit Gollum für die Switch. Ich muss unbedingt noch spielen, Gollum. Ich hab richtig Bock drauf. Ich hab irgendwie echt Bock auf Gollum. Gollum. Er hat auch noch nicht gespielt. Irgendwie auch, das sah gerade ein bisschen aus wie Base-Building. Samsung Gaming Hub. Alter, geile Drums. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Legendary Franchise! Legendary Mobile, Leute. Final Fantasy! Oh, Final Fantasy! Ja, aber Mobile. Das ist ein Mobile-Game. Das ist ein Mobile-Game. Mobile, Bro. Egal, man darf sich nicht abschrecken lassen. Es kann auch geil sein. Genesis, das ist... Es kann geil sein. Ja, das ist das Remake vom... What the fuck? Ich glaube, Final Fantasy VII, aber nochmal als klassisches Turn-Based Strategy Game. Aber andere Kostüme. Das sieht schon anders aus, ja. Boah, es gibt kein Spiel, von dem ich weiter entfernt bin, glaube ich, als das gerade. Habt ihr schon mal so ein richtig ernsten Online-Spiel gespielt? Mobile-Spiel? Am Handy? Ja, im Mobile-Spiel. Mobile. Clash of Clans, als es angefangen hat. Als es noch geil war. Aber dann das war. Der so richtig auch dann zu Hause hingesetzt und gespielt hat jetzt. Nicht nur im Zug oder so. Also, ja. nur mal Autobattler. Dead Cells. Das hat gut funktioniert, tatsächlich. Ja? Aber auch nur, weil ich saufaul war. Ich habe auch mal Gardenscapes, habe ich auch mal gespielt. Und Plants vs. Zombies 2. Oh ja. Ever Stimmt. Crisis. Noch nie gemacht. Mobile-Spiel gespielt. Es sei denn, es war so. Zeit ist irgendwie auch vorbei. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... Oh! No. Today during Summer Game Fest, Doorash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Free burrito? Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. Doorash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden. The story of two ghost hunters in the haunted wilds. Gar nicht so viel los, schaut mal, ist gar nicht so groß. Geht. Naja, es geht schon bis dahinter, ne? Life to the living. Brauchen wir wieder ein Highlight. Death. Ancient Captain Price. Und Nerd. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. Wir haben eine Mail dazu bekommen oder so. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers. Ach, ist wirklich von Don't Not. Okay, habe ich übersehen. Yakuza. Ja, sofort erkannt. Gregor dreht gerade nur durch. Ey, ich hoffe es, dass er das tut. Direkt ins Fleck gucken.
大丈夫か？お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。What the fuck? Was? What the fuck? Deine Peitsche, wo man da Sachen abziehen kann? Diese Reihe habe ich auch noch nie eine richtige Chance gegeben. Ich glaube, die ist sehr witzig, ne? Ja. Ich habe bisher nur Zero gespielt und 7 ist ja auch so ein Turn-Based Strategy Game. Ja. Schönes Cinematic. Ey, wenn man ganz leise ist, hört man Gregor schreien. In Hamburg. Ja. Alle in Hamburg mal kurz Fenster auf. Dann hört man ihn jubeln. Und ich freue mich für ihn. Ja, ich kann sie mal. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Tiefseetaucher. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Survival game. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. What? How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? These shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Tschüss, Nasti. Schönen Abend. Under the waves. Under the waves. Es sah aber nicht schlecht aus. Sieht ganz cool aus. Ja. Sah nicht schlecht aus, aber so Underwater-Dinger, weiß ich nicht. Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Bondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Aber ich meine zeigen. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Eigentlich müssen die Modern Warfare 3 storytechnisch ankündigen, weil dieses Jahr kein Modern Warfare kommt oder Call of Duty. Das ist eine westeuropäische Altstadt. Ja, Mann. Das gefällt mir. Irgendwie geil. Taucher-Game hieß Under the Waves. Die Map sehr interessant, muss ich sagen. Oh, ein Aquarium. Cool. Das Kolosseum einfach. Keiner macht solche Verfolgungsjagden. Keiner macht solche Trailer, Wahnsinn. Ich finde die Trailer auch sehr geil. Das ist immer solide für Call of Duty. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions to the automotive and gaming space, and we've all raced in er hat's richtig ausgesprochen, ja, wirklich. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Irgendwie muss man ja Nicolas Cage bezahlen. Ist jetzt aber nur den.
Ey, Leute, das ist unser Spiel. Unsere Marke bringt ein Spiel raus. Merkt ihr das? Und wie freut ihr euch? Ich merk's. Here it is. Geil Porsche irgendwie. Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Nicht zum Verkauf, wenn ihr das Ding gewinnt. Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your mega hands teures on Collectible these wird. special Ja, sicher. Ey, würde ich sofort verkaufen. Next. Dann würdest du mehr kaufen? Nee, ich würde erst noch 20 Jahre warten und dann verkaufen. Farm Sim genre. We all like a cozy game Ich will aber inspired jetzt by reich classics sein. like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Fae Farm. Dear friend, Cool PC players. Life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. Noise of Seasons? It's been a breath of fresh Nee, air. Fae Farm. Ja, Fae Farm. I Mit think Seasons. we found a way to get cozy and settle in. Neues Cozy Game kann man There's machen. something more I've been Sieht aus wie Polly itching to Pocket explore. als Videospiel. Realms where magic comes to meet us. Aber davon gibt es in meiner Welt irgendwie auch einfach unendlich. Also, Ich wollte auch gerade das sagen. ist doch schon wirklich, also... Viele Lookalikes auch einfach, ne? What do you say? Also um da jetzt rauszustechen und was besser zu machen als alle anderen, ist schon schwer. Are you ready? Also ich wünsche es mir. NPC. Ja, ich bin bei euch. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Ja, Mann. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Marvel Snap war ein gutes Spiel. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there. Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Aber das Spiel ist richtig gut. Ja, seine New Stimme game ist modes? einfach auch Ja, geil. Mann. New game. Wow. Is that a segue? Und das sagst du, denn. Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode Wrestler, coming oder? next week. Ja, 100%. Guck mal, er ist 5 Köpfe größer Super als der. competitive experience. Der macht gleich eine Powerbomb and mit. some exciting wirklich, new das ist Hammer. rewards. Holy shit. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early Ja, access der on ist ja Steam. wie ich. Ich liebe den. All right, Ben. I love the Ich finde den auch Hammer, den Typen. Der macht das so, der macht das genau That's richtig. you. Ja. Made for you too. ist auch so ein All right, well, Heavy. we heard you brought something fun It's with eight you for us persons. to watch. Er hat halt Bock auf die Scheiße, das verstehe ich. So, listen, Ja, Mann. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people Er lose. ist riesig. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Oh, wie groß Geoff Keighley ist. But Ja, guck mal sometimes, bitte, der Typ ist komplett sometimes it's because Kopfgrößer. they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. 5 feet and 9 inches. Ist eine physische Version. Okay, I guess I will work with what Hatte sie selbst gemacht oder es kommt die wirklich? Nee, ja, klar, aber vielleicht ist es ja ein Trailer dafür. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being me. Okay. Ganz süß. Fand ich auch gut. Bisschen self-made so. Also wenn ich das er ist das Eichhörnchen Still to come, aus we're God gonna of look at War. Immortals of Avium, Okay. NEA Originals and Ascendant, Werde ich and natürlich the world niemals premiere spielen. first look at Chapter Klar. 4, Ja. Season 3 of Fortnite Eigentlich Wilds. das Ding gerade. Now, if Das you're ist looking ein for the Card-Game. smartest way to Wollte level gerade God up of War your gaming Ragnarök, this da war das summer, Eichhörnchen. compare top credit Klar. cards Jeff ist side by anscheinend side with 1,76, virtual wallets, okay, start dann ist er gar maximizing nicht your so groß. cashback
rewards on genauso groß everything wie from ich. Wi-Fi to headsets. Ich bin größer als Jeff. Here's a look at King So ein Arthur 77? Legends Rise, a new 78, cross-platform okay. UE5 game for mobile and PC, a fantasy Guck mal, Hintergrund, die ganzen RPG Gamer, adventure Leute. that is available Das sind to wir, friends. die vertreten uns. Ey, kommt wieder so der Typ hoch und crasht dann seine Party und möchte dann seinen Rabbi Bill Clinton grüßen. Wünscht es mir. Oh, das ist mal der Moment, wo ich mal schnell zur Toilette springe. Okay. Das hättest du mal Porsche machen können. Ja, no Ich joke. meine jetzt. Porsche. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy Ist das Dragon Age? of legacy. Nur weil ich Nee, das Drachen sieht der Trailer sehe. zu schlecht aus. Ja, ne? Nach Mobile Game aus. Ja. Actual Gameplay Footage. Ganz schön privilegiert heutzutage. Ja, King ganz schön Arthur. privilegiert heutzutage so ein Spiel einfach Mobile Game zu bezeichnen. Das stimmt Aber allerdings. das ist ein Mobile Game gewesen. Das ist Aber man schon hat es krass. irgendwie gesehen. Ja. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Ich spiele in dieser Optik kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Sorry. Ja, fühle ich. Terrible price. Es gab ja dieses Dauntless, das war noch okay. Oh, das habe ich sehr gerne gemacht. Okay, ich muss mich entschuldigen bei BioWare, ne? Dragon Age sieht natürlich besser aus, ja, ist klar. Ja. And return to us. Das ist wie ein Paladin, das sieht wie ein Smite-Entwicklern aus. Ah, stimmt, du hast recht. Das ist echt der Look. Wie heißt denn das Studio nochmal? So, hab ich was verpasst. Nee, ein Mobile Game. Wayfinder. Na gut. Und das war aber nicht ganz so comichaft wie das jetzt doch. Also auch schon comichaft, aber das fand ich noch ein bisschen krasser gerade. Ein bisschen Ja, greller. das ist Fortnite. Ja. Okay, Fortnite. Ey, Ja, sagt was ihr geil. wollt, es hat sich echt gut entwickelt. Was man da alles mit machen kann, mit der Sandbox und so weiter. Guck das mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so lange hält, to be honest. Ja, die Metaverse ist real in Fortnite. Ja. Es hält sich, weil es das hier macht und nicht nur dieses Battle Royale. Ja. Muss auch erstmal ein Spiel machen, das bei Kids dauerhaft so gut ankommt. Ja, auch bei Erwachsenen. Guck dir den Editor mal an. Damit machst du komplett neue Videospiele. Mit der Engine. Echt? Das ist an mir vorbeigegangen, glaube ich. Ich habe mich auch nicht richtig reingefuchst, aber... Ey, guck dir das mal an. Der Editor ist verrückt, was man alles mitmachen kann. Nexus, ja. Aber wie random sind diese Werbeblöcke? Das ist irgendwie so... einfach so reingeschüttet, ne? Das ist kein Werbeblock, oder? Das ist auch ein Nein, aber es fühlt sich so an. Also es ist einfach so reingedrip-droppt. So. Ja, da hast du recht. Aber wo sollen die sonst machen? Oder wie? Jemand soll das vorstellen, sagen, was das kann und ob es geil ist. Ich finde es ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Stardate 43152.4. Star Trek? Kommt da aber Indie-Games jetzt auch in der Präse oder kommt da eine extra? Die sind überall vertreten, glaube ich. Aber es gibt noch eine extra Indie-Präse, meine ich. Ja, ne? Ich denke auch. Also gibt's ja immer. Waren die nicht immer nach der PC Gaming Show? Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Gleich kommt erstmal Silk-Song. Könnt ihr gleich runterladen. Safe. Ich glaube, wenn dann bei Microsoft. Star Trek. Okay. Geil. Toll. Hey there, Summer Game Fest 2023. Generischer Titel, entweder Infinite oder Beyond. Yeah. Stimmt. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Ganz vergessen, dass er von einer Serie kommt. This is gonna be fun. Geil. Anthony Mackie? Der Falken. Well, aren't we a tall glass of water? Me, I'm more of a Hawaiian punch.
I'm guessing you don't find much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we get this back in the cars? Ey, das habe ich früher nie gespielt, Twisted Metal. How about a little kill music? Was zum ist das? Hey, die Serie. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. There's a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have Ist da ein Wrestler, Leute? Ich hab das irgendwie nicht geschnallt. Ja, Twisted Metal Komplett verstört, Alter. Aber das meine ich. Er hätte ankündigen müssen, jetzt haben wir so ein paar kleine Dinger. Guckt euch die mal an. Ja. Hat er nicht gemacht. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack-and-slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Und der Stil spricht mich an. Ja, ist exakt gleiche Reaktion von mir. Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Ein Roguelike. Oh, fuck. Ja. Und jetzt ganz anders. I'm here again. Also. Ja, klar. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Aber hat einen interessanten Aufhänger, einen interessanten Twist. Okay. You're not the only one who can be in multiple places at once. Aber sieht ein bisschen anders aus, als ich gedacht habe, muss ich sagen, am Anfang. Ach, das wäre ein Sidescroller. Ja. Lisfunga? Bisschen hartes. I can feel that there are more. Ja. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast. Kannst du was hören? Das steht schon mal ready. As the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Welcher Entwickler war das? This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay as we've seen. Wurde hier auch angemerkt, es ist ein Fantasy-Game und der Hauptcharakter heißt Jack. You know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Wie cool ist es, wenn man irgendwie ein Spielecharakter ist? Ich glaube, das ist ein Live-Goal. Avium, and they're in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. Aber kennt ihr das, wenn ihr einen Schauspieler von irgendwoher kennt und dann fällt es euch richtig schwer, den woanders reinzusetzen? So? Really high production value. Stell dir vor, du bist in einem Spiel, das nicht so geil ist. And I know you brought something with you today, which is a gameplay sequence. Nicht Cyberpunk. Epic sort of geil. Yeah. Stell dir vor, du bist so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you Fresh and Redfall. Der Typ ist so leid. Boah, ja, confronting Der hat doch eine Jack Stimme gehabt, oder directly, nicht? who's the Er hat einen ganzen Radiosender gesprochen. and trying to end the ever Ja, aber war. er war kein And it's, Charakter. taking place in like one of the most Trotzdem war badass im levels Spiel. of a video game I've seen. We're battling on Warum hat top er mir of leid a getan, weil er mich ehrlich 400-foot gefragt hat, mech in the middle ja, wie of the findest du ocean das as it Spiel? moves Und ich dachte so, around. ey, können wir noch nicht sagen. It's Das Spiel wild. kommt ja Let's take a noch. look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you.
Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Visual quality depends on your system. Ja, gut, klar. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, so. Alter, die hat Oberarme. Danke. Es ist wirklich Magic Call of Duty. Got it. Gotta get to the control room. Die Effekte, da ist einfach alles bunt. Ja. Oh, ist Zeit verlangsamt? Hab ich auch noch nicht gesehen, ja. Ah, nee, warte. Nee, ein schwarzes Loch hast du da beschworen, oder? Ey, es ist irgendwie, sorry, ich weiß nicht. Er schießt halt aus der Hand. I want to be an immortal. Er ist ein Zauberer. Ja, du brauchst nichts sagen. Du brauchst doch nichts zu sagen. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors. Ey, ich muss abwarten. Also wenn das Gameplay float, könnte es vielleicht cool sein, weil ich echt Bock auf sowas habe. Ich mochte Doom sehr gerne. Und wie heißt denn das andere nochmal, mit wo du Ninja gespielt hast? Ja, so Arena-mäßig. Shadow Warrior? Nee. Shadow Warrior. Shadow Warrior, doch. Ja, das ist ja auch so ähnlich gewesen. Genau. Bevor es dann Doom 2016 gab. Das war auch nett. Love that we get to show you guys Ja, so die much amazing raw Zaubershooter, gameplay ne? today, and that Aktuell. game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle Ich weiß pass nur, dass der der allererste Weltmeister von Fortnite mittlerweile auf Valorant umgewechselt hat. Echt? Der Wie gerne werdet ihr denn Weltmeister in Fortnite? Oh, das wäre schon geil. Der hat Millionen gewonnen. Nicht so gern wie in Valorant. Jetzt kommt Megatron und Optimus Prime und so. Dinos, komm. Dann ist schon wieder geil. Ja, oder? Die reiten auf Dinos, come on, Leute. Und der hat dabei eine Dino-Maske auf. Ist doch Hammer. Ich wundere, dass es noch keinen Film dazu gibt. Ja. Zu Fortnite. Oh. Das stimmt. Oder Serie. Ja, eine Serie, stimmt. Ja. Ja, die Geschichte von diesem Spiel ist schon krass, ne? Wo das heute steht. Mhm. Ja, absolut. Hat auch keiner gedacht, ne? Ah! Ja, auch schon vorne.
Oh, geil. Aber Classic Optimus Prime hier. Bei Dinos auch, so geil. Ich kann nicht mehr. Chibi Prime. Oh. Total unrealistisch, es gibt keine 5er-Squads. Ja. Vielleicht ja jetzt. Naja. Ich mag Optimus. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me. Noch 18 Minuten, jetzt baller die Scheiße raus. What you're about to see is Jeff, a world los. premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Alter, zeigst du, was geht ab? Mit das Final Fantasy Remake. Ja, Mann, let's go. Ja, das ist die Fortsetzung. Ja, direkt das Ende. Man hat so lange nichts mehr gesehen, hört davon. Search and rescue operations are already in progress. Boah, ich liebe das einfach so sehr. Ich liebe Final Fantasy so unnormal. Ich mochte das Remake auch sehr gerne. Das war richtig schön. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Okay. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Ich bin ja wirklich gespannt, wie sie eine Open World umsetzen. Oder ob sie das überhaupt machen. Haben wir bisher noch nicht so viel gesehen, ne? Nee, ja, gar nicht. Ja, also ab diesem Kapitel beginnt ja die Open World. Genau. Ah, das ist Yuffie schon mal. Sid und Vincent müssen ja dann auch noch kommen, ne? Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, Ich mein, geil aussehen tut's. those you fear, those you love. Kommt Werbung rein. You murdered my dad! Ah, You ja. burned my village! Hallo. Geschichte. Ja, die Geschichte, Flashback. Oh! So, who is she? Ist ja noch der Vergnügungspark da. Rebirth war das Reunion. On 2 Discs? On 2 Discs? Was ist das denn bitte? Das wird ja... There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024
to Early PlayStation 2024. 5. Ihr habt mir Winter versprochen. All right, that's gonna do it Mir for Summer Game 2023 Fest, our versprochen. live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Was? Ja, geht so, oder? Das war rausschmeißen. Okay. Was? Das ist ein guter Rausschmeißer, okay? Ja, aber ich dachte, es kommen noch mehr Highlights so am Ende, weißt du? So. Eins und bumm. Okay. Immer Mucke leiser. So, ja, was sagt er? Also für mich persönlich ist das wirklich auch ein guter Rausschmeißer, aber ich kann verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht für jeden so das Todes-Highlight ist am Ende. Ist nicht so der Mainstream-Titel, ne? Ja, würde ich auch sagen, ja. Also so ein Elden Ring hätte natürlich jetzt viel mehr Leute gecatcht, sag ich mal, ne? Als Final Fantasy. Hätte ich auch gedacht. Ja. Also für mich persönlich war es jetzt schon nice. Also ich habe fix mit Elden Ring gerechnet und ich habe auch fix mit Cyberpunk gerechnet, muss ich sagen. Ja, Cyberpunk ist safe, ja. Aber ich verstehe die Freude bei euch auf jeden Fall, weil natürlich Final Fantasy ein großes Franchise ist und das Remake war Killer, habt ihr schon gesagt, das war super. 100%. Aber ich glaube, Cyberpunk auch wieder bei Microsoft, weil Cyberpunk 2077 2019 auf der E3 war es auch Microsoft. Microsoft Prese. Und Elden Ring, so komisch es klingt, war auch Microsoft zu dem Zeitpunkt. Das war alles wo war jetzt Microsoft Mega Man? Nee, Capcom hat noch die eigene PK am Montag. Ja, das stimmt. Stimmt. Da können wir noch Daumen drücken. Danke. Oh, warte, es geht ja gerade noch weiter. Geht weiter? Was? Er hat schon zugemacht. Oder so? Oh yeah. Nee. Ach, die Indie-Sachen, oder nicht? Capetto. Gutes Spiel. Es geht jetzt weiter. Das ist wirklich ein mega gutes Spiel. Er hat Tschüss gesagt. Wie kann es weitergehen? Ich weiß es auch nicht. Tschüss ist Tschüss. Das Publikum ist aufgestanden und gegangen. Aber es gab doch schon die Expansion. Noch ein DLC. Es gibt noch ein DLC jetzt. Oder eine Netflix-Serie. Die gab's doch auch schon, ne? Ach, das gibt's gerade schon. Available now. Oh, eine physische Version. Ah, physisch. Ja, ciao. Okay, ist ja, nice. passt schon zum Spiel. Ist ne? geil, Ja, ist schon okay. Ja, ist das die Collectors Edition? Ah, wie geil ist Marionette. Okay, wie geil ist denn die Collectors Die Puppe ist ja Killer. Die Puppe ist Oh Killer. mein Gott. Ja, Okay, die war ja eine 10 von 10. Ich google. Also, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist geil. Direkt reingeschoppt. Die Puppe ist Killer. So, jetzt habe ich aber hier das vorbeigemacht hier. Jetzt habe ich Chat angemacht bei uns. Chat läuft jetzt. Freunde. Was sagt der Chat? Was sind eure Erwartungen? Chat ist ruhig geworden. Bei mir geht so. Bei dir geht so? Bei mir geht so. Zwar jetzt nicht, viel generic Shit so ein bisschen, leider. Und auch nicht so richtig ganz Sachen, auf die ich gewartet habe. Nichts komplett Shadow Drop so mäßig Cooles, wo ich das gar nicht auf dem Schirm hatte oder so. Geht so. Ich freue mich für euch, dass da für euch offenbar viel coole Scheiße dabei ist. Das ist geil. Aber mir geht's so. Ja, ich würde auch sagen, ich fand das jetzt, klar, das ist eine coole Scheiße, Final Fantasy, dass da jetzt der nächste Teil kommt, aber das war jetzt ja auch nichts, was man nicht erwartet hat. Also, das war ja klar, dass der jetzt mal irgendwann kam oder kommen müsste. Der war ja jetzt auch schon 100.000 Mal angekündigt. Deswegen ist das schon klar. Ja, deswegen ist das für mich auch natürlich mega nice, aber ich hätte mir auch noch so einen Titel gewünscht, mit dem ich jetzt irgendwie nicht gerechnet hätte, wo ich dann danach gesagt hätte, boah, Alter, krank, wie geil ist denn das? Das jetzt auf dem Schirm haben, so, ne? Ja. Bin ich bei die euch. Überraschung hat gefehlt. Also, ich fand zum Beispiel die Sony-Präse letzte Woche oder die Woche davor war halt einfach viel interessanter. Waren mehr Sachen dabei, mehr Indie-Schüssel. Metal Gear hat mich zum Beispiel komplett überrascht. Ja, es wurde immer was vermutet. Und dann wurde Metal Gear Solid 3 Delta angekündigt und das war für mich dann halt so, wow, okay. Hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon was sehen, aber hier war es so, ja, Mortal Kombat haben wir erwartet. Und alles andere voll. Auch irgendwie. Sah aber auch gut aus, Mortal Kombat. Fand ich schon Hammer. Hat mir gut gefallen. Ja. Und Alan Wake 2 sah auch meiner Meinung nach ganz gut aus. Aber fand ich auch krass. Danach, ja. Naja, Final Fantasy, wie gesagt. Also für mich war es okay.
Ich fand es jetzt nicht super schlecht. Ich fand auch nicht so cringig. Es gab schon mal so cringigere Summer Game Feste irgendwie. Ich fand es irgendwie ganz okay. Und mit euch hat es auch Spaß gemacht. Also ich bin eigentlich zufrieden. Die Überraschung hat aber gefehlt. Schön. Ja, voll. Also, genau. Ja, zusammen gucken ist cool. Ja. Genau, also ich glaube, hätte es doch so einen geilen Überraschungsmoment gegeben, hätte man auch gesagt, ja, alles geil. Aber da der ausgeblieben ist, geht man mit so einem gemischten Gefühl daraus, finde ich. Ja, das stimmt. Am Montag gibt es noch eine eigene CAPCOM Showcase. Da hoffe ich dann auf meinen Mega Man. Da könnt ihr mir die Daumen drücken. Oh, ich drück sie dir. Oh ja, das CAPCOM wird dann, glaube ich, noch einen neuen Street Fighter-Charakter ankündigen. Also Rashid, glaube ich, werden sie zum ersten Mal zeigen. Monster Hunter wird bestimmt noch was kommen. Resident Evil DLC bestimmt. Ada Wong-Kampagne. Ja. Also das ist so einiges. Stimmt. Vielleicht ein neues DMC. Auch nicht schlecht. Dragon's Dogma 2, nicht zu vergessen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut, dann haben wir heute hier schon mal reacted. Chat, seid ihr zufrieden mit den Reactions? Ja, ne? Also ich finde, Densen, Janina, Viet, die können das alle. Krogi. Ja, die können das reacten, das passt schon. Ich meine, Nicolas Cage war da, was willst du mehr? Stimmt, das war das Highlight. Das hatten wir jetzt fast schon wieder vergessen. Das war schon jetzt irgendwie sehr skurril und abgefahren, ne? Ich meine, deswegen ist Nasti sogar noch hier ins Stream gekommen, weil sich so gefreut hat. Also es war schon klar, dass das Spiel, dass er als Charakter kommt, das wurde schon angekündigt, aber dass er überhaupt bei den Event dabei ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich weiß auch nicht. Er war halt da. Chat fragt gerade, schauen wir nicht weiter? Also hier bei Rocket Beans TV nicht. Das hat folgenden Grund, dass wir ja morgen den Gamathlon haben. Und da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Aber ich weiß nicht, ob es bei Viet oder bei Janina weitergeht. Das müsst ihr mal sagen, sonst gibt es bestimmt gleich einen Raid, schätze ich mal. Keine Ahnung. Bei mir nicht, leider nein. I'm sorry. Ich bin raus, ich muss schlafen. Okay. Ich mach weiter. Ich werde jetzt hier das noch weiterschauen und um 23 Uhr, glaube ich, oder kurz danach. Das ist jetzt um Mitternacht. Das gibt jetzt Indie-Games und um 24 Uhr gibt es Devolver. Und das ziehe ich mir auch noch rein. Ja, also. Das wird auch geil. Da geht's weiter. Aber du musst morgen auch nicht Sport machen. Ich muss morgen zum Glück keinen Sport machen. Ja, darfst du lange aufbleiben und viel Plätzchenteig essen. Ja, Krogi, schön viel schlafen, ne? Ich wollte eigentlich jetzt Diablo zocken, ich sag's wie es ist. Ja. Aber. Ich mach noch Street Fighter an. Und Also schauen wir mal. Ihr Lieben, 1000 Dank fürs dabei sein. Also Densen, Hammer. Schön, dass du uns auch ein paar Eindrücke gegeben hast heute. Das hat sehr Spaß gerne. gemacht. Janina, vielen, vielen Dank. Gerne. Ebenso deine Expertise ist immer Gold wert. Danke dir, Krogi, fürs Hosten. Ja, Dankeschön. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt läuft, Chat. Ich werde jetzt hier mal meine Aufnahme beenden für YouTube. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert sehr, sehr gerne. Ihr wisst schon, von Simon Kretschmer gelernt, 7 Worte müssen es sein, damit der Algorithmus richtig happy ist. Das sind 7, ich habe denen immer 6 gesagt. Fuck, ich habe alles falsch gemacht. Deswegen läuft's nicht. Deswegen läuft's bei mir nicht. Nur Simon weiß, wie es läuft. Und genau, und des Weiteren hoffe ich, dass es für euch okay war, dass wir heute ein bisschen improvisiert haben, dass wir heute nicht in gewohnten Rocket Beans Räumlichkeiten unterwegs waren, sondern heute, wie gesagt, von unseren Studios aus. Aber ich glaube, es hat eigentlich ganz gut geklappt. So, ich glaube, das war gut. Es lief doch gut. Cool. Also, ich beende die Aufnahme und dann hoffen wir, dass ihr gleich geratet werdet. Tschüss, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ihr. Ciao. Tschüss.